Was haben diese Zahlen miteinander gemeinsam? Die meisten werden sofort erkennen, dass sie nur aus 2, 3, 5 und 7 bestehen. Aber gibt es da dann noch mehr Gemeinsamkeiten? Es sind Rohzahlen. Ich behandle diese in meiner Facharbeit. Aber jetzt ein bisschen was zu Facharbeiten im Allgemeinen. Wenn man sich dazu entscheidet, eine Facharbeit zu schreiben, geht man zu seiner Fachlehrkraft und sagt der seinen Themenvorschlag. Man muss die Facharbeit aber auch gar nicht alleine schreiben. Man kann in kleinen Gruppen von bis zu 3 Schülern seine Facharbeit zusammenschreiben. Und wenn man dann das Go bekommen hat, hat man 7 bis 12 Wochen Zeit, um 8 bis 12 Seiten zu schreiben. Ohne die formalen Sachen, für die es aber auch bestimmte Vorschriften gibt. Zum Beispiel, dass der Zeilenabstand ein bestimmter sein muss, dass die Schriftgröße festgelegt ist, aber auch, dass man ein Inhalts- und Literaturverzeichnis braucht, weil das einfach zu einer offiziellen Facharbeit dazugehört. Aber genug der Vorschriften. Was haben jetzt eigentlich die Zahlen vom Anfang genau gemeinsam? Ich habe ja bereits berichtet, dass die Zahlen vom Anfang Rohzahlen sind und dass sie Thema meiner Facharbeit sind. Es sind Primzahlen, die nur aus Primzahlziffern bestehen und als Quersumme wieder eine Primzahl besitzen. Aber wie findet man eigentlich solche Zahlen? Ich habe einen kleinen Algorithmus programmiert, um diese zu finden und zeige euch, wie er funktioniert. Am Anfang gibt man eine Obergrenze ein, bis wohin der Algorithmus Zahlen überprüfen soll. Diese wird dann als P gespeichert. Dann werden die Zahlen 2, 3, 5 und 7 in alle Listen sowie die Zahl 11 in die Liste der Primzahlen eingefügt. Danach beginnt eine Schleife. Das heißt, dass der darin sich befindende Programmabschnitt so lange abgespielt wird, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr erfüllt ist. In diesem Fall ist es bei der Schleife, dass die Laufvariable i kleiner sein soll als die Hälfte der Obergrenze. In der Schleife selbst werden 3 Sachen festgelegt. Als erstes t, immer als ungerade Zahl in Abhängigkeit von i. Als zweites wird w festgelegt. Das ist die Quadratwurzel aus t. Und als letztes wird b festgelegt. Darin wird ein Wahrheitswert gespeichert, welcher erstmal wahr ist. Aber wozu das wichtig ist, da kommen wir später noch einmal zu. Nun werden 5 Abfragen getätigt. Die erste ist, ob w eine ganze Zahl ist. Die zweite, ob t eine durch 3 teilbare Zahl ist. Die dritte, ob t eine durch 5 teilbare Zahl ist. Die vierte, ob t eine durch 7 teilbare Zahl ist, und die fünfte und letzte, ob t eine durch 11 teilbare Zahl ist. Wenn eins von denen zutrifft, dann kann t keine Primzahl sein und b wird auf falsch gesetzt. So, damit wäre die Schleife dort beendet. Wenn aber keine der Fragen mit Ja zu beantworten ist, dann wird eine neue Schleife gestartet, in der t mit anderen Primzahlteilern überprüft wird, und zwar mit allen, die kleiner sind als w. Dafür ist diese kleine Schleife hier. So, wenn eine Primzahl jetzt größer ist als w, dann heißt das ja, dass die Zahl t keinen Primzahlteiler hat. Und somit wird dann weitergeleitet zur Abfrage, ob b wahr ist. So, falls das aber irgendwann der Fall sein sollte, dass t teilbar ist, dann wird b auf falsch gesetzt und dann wird auch wieder zu dieser Abfrage weitergeleitet. Nun, falls diese Abfrage wahr ist, wird t erst einmal zu den Primzahlen hinzugefügt. Dann wird überprüft, ob t nur aus Primzahlziffern besteht, sprich 2, 3, 5 und 7. Falls das auch wahr ist, wird t in die nächste Liste hinzugefügt. Und dann wird überprüft, ob Quersumme von t wieder eine Primzahl ist. Falls das auch wahr ist, wird t zu den Rohzahlen hinzugefügt. Danach geht es weiter zur Erhöhung der Laufvariable. Da ist die Schleife im Prinzip vorbei. Dann wird die Laufvariable um 1 erhöht und es wird geprüft, ob die Bedingung immer noch zutrifft. Falls die Bedingung zutrifft, startet die Schleife einfach von vorne. Falls das nicht der Fall ist, dann hört die Schleife auf, die errechneten Zahlen werden ausgegeben und der Algorithmus ist zu Ende. So sieht meine Facharbeit aus. Aber es gibt noch viele, viele weitere Themen, die noch nicht erforscht sind. Auch die Rohzahlen sind noch nicht vollends erforscht. Also, macht euch ran und schreibt eure eigene Facharbeit.